Ob dieses Teil hier wirklich was taugt? Ja, Leute, wir schauen uns heute eine richtig günstige Handkreissäge an und schauen mal, ob die überhaupt einen Taug hat. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Jens und wir schauen uns ja heute diese günstige Handkreissäge von Einhell an. Das ist die TC CS 1250 und wer Gipfelholz schon länger verfolgt, der weiß eigentlich, dass ich so eher Richtung Bosch Blau tendiere. Aber ich lasse mich ja gern von anderen belehren, weil ich finde es bei Bosch Blau die Preis-Leistung für mich finde ich perfekt. Ich bin mit den Geräten eigentlich wirklich top zufrieden und deshalb gehe ich eher auf diese Schiene. Aber wir wollen ja einfach mal jetzt das Ganze offen lassen und schauen uns mal wirklich eine sehr, sehr günstige Handkreissäge an. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu den technischen Details und schauen uns dann die Säge einfach mal genauer an. Was wird denn mitgeliefert? Mitgeliefert wird hier die Handkreissäge selber. Wir haben hier noch ein Sägeblatt drauf mit 24 Zähnen. Ja gut, 24 Zähne, Leute, da müsst ihr gleich mal wissen, das ist jetzt hier vielleicht ein so universell Sägeblatt, was jetzt nicht so gerade mega der Hit ist. Aber gut, ist es nicht für feine Schnitte, ist nicht ganz für grobe Schnitte gedacht. Es ist einfach gerade so mittendrin hier. Und ich denke mal auch nicht, dass es für Längs- und Querschnitte gedacht ist. Querschnitte, Längsschnitte, ja, es ist für Querschnitte gedacht, das Sägeblatt, was hier so drauf steht auf dem Blatt hier. Aber gut, wir werden sehen, ihr braucht es dann sowieso, würde ich euch definitiv empfehlen, egal welche Säge ihr habt, dass ihr hier ein besseres Sägeblatt drauf tut, weil das bei diesem Preis hier, sage ich mal so, kann es jetzt nicht wirklich ein gutes Sägeblatt sein, denn wenn man jetzt mal denkt, ein gutes Sägeblatt kostet allein schon roundabout so um die 40, 50 Euro, wenn wir hier was Vernünftiges haben. Naja gut, okay, wir werden aber nachher mal sehen, wie sie einfach so sägt und gut, mitgeliefert wird hier auch noch, ich weiß jetzt nicht warum, bei mir sind es hier zwei Anschläge dran dabei. Wahrscheinlich ist es da einmal zu viel drin gelandet hier. Und nochmal ein Imbusschlüssel, also ich glaube mal, den können wir wegtun. War bei mir im Paket drin. Was mir gleich positiv aufgefallen ist an der Maschine, sind die Griffe hier. Wir haben hier gummierte, rutschhemmende Griffe. Also muss sagen, ist ganz bequem anzufassen. Wir haben dann hier noch diesen Handgriff vorne, der ist auch gummiert und ist relativ bequem zum Anfassen. Also hier keine Plastiknähte oder sonst irgendwas, sondern das ist relativ weich hier und ist gut anzufassen. Gut, jetzt haben wir hier an der Seite haben wir noch die Verstellschraube von der Höhe her. Hier kann man dann die Säge von der Höhe verstellen. Wir haben hier an der Seite noch eine kleine Skala, wo wir es dann hier einstellen können von der Höhe her. Dann haben wir hier vorne die Winkelverstellung noch von 0 bis 45 Grad. Können wir diesen Schiebeschlitten hier verstellen. Der Schiebeschlitten selber ist aus Blech, wie ihr seht. Ich finde jetzt relativ klein und schmal. Also ich bin es jetzt von meiner Bosch, wenn man jetzt das Ganze mal mit der Bosch vergleicht, ein bisschen anders gewöhnt hier. Das habe ich eine riesen Auflagefläche hier und ich kann das Ganze auch auf die Schiene hier aufsetzen. Und hier haben wir, das ist kein Guss, das ist sogar gefräst hier, oder? Ne, das ist Guss und gefräst, beides. Und da haben wir halt eine riesen Auflagefläche. Das haben wir jetzt hier halt nicht. Aber ich kann hier auch eine Schiene hier benutzen, eine Führungsschiene. Die muss aber von Einhell nachgekauft werden, denn die ganze Bosch-Schiene und das ganze andere, die passen da nicht drauf. Also da müsst ihr, wenn ihr dann eine Schiene braucht, noch die von Einhell kaufen. Hier vorne haben wir jetzt noch die Schraube für den Anschlag, den wir dann hier reinschieben können und festschrauben können. Auch gar kein Problem. Und wir haben jetzt hier noch eine kleine Anzeige, wie wir schneiden. Und zwar, ich denke mal, das ist ein bisschen groß, finde ich jetzt hier. Ich finde es jetzt nicht ganz so toll gelöst, weil ihr seht, wie groß das Ganze ist. Das wird wahrscheinlich die Sägeblattstärke sein. Wenn ich da jetzt ein anderes, stärkeres Sägeblatt drauf tue oder dünneres, dann bin ich nicht mehr wirklich in der Mitte. Also ich muss hier wahrscheinlich dann schon die Mitte irgendwo dann am Strich finden, wenn ich mir einen anzeichne. Das ist jetzt bei der Bosch zum Beispiel hier besser gelöst. Ich habe hier wirklich vielleicht kann man es erkennen, so einen richtigen Winkel, so ein Dreieck hier, wo es immer spitzer zuläuft. Und da ist absolut dann wirklich, kann man hier auf den Strich fahren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das nachher bei dem hier ist und ob ich dann hier wirklich auch exakt auf dem Strich fahren könnte.
Na gut, also, was haben wir denn noch hier alles? Wir haben hier einen Staubsaugeranschluss hier dran. Schauen wir mal, ob der Standard gleich mal passt. Der würde reinpassen, jawohl, alles gut. Wir haben jetzt dann hier die Schutzhaube, die ich natürlich jetzt hier auch per Hand hochtun kann. Und was mir an der Schutzhaube gleich mal auffällt, Leute, das haben viele Handkreissägen nicht, denn ihr kennt es ja, wenn ich jetzt tiefer fahre, dann geht ja praktisch immer weiter diese Schutzhaube nach oben. Und geschlossene, komplett geschlossene Schutzhauben, jetzt seht ihr das ja da, hier oben ist der die Staubabsaugung, hier oben. Und wenn ich jetzt eine geschlossene, komplett geschlossene Haube habe und hier dreht ja das Sägeblatt ins Holz, schleudert eigentlich die Späne hier hoch und hier werden sie abgesägt. Wenn jetzt aber die Haube komplett geschlossen ist, dann bleibt es ja hier drin und der ganze Dreck kommt ja dann praktisch hier unten wieder raus. Das ist jetzt hier, das finde ich jetzt ganz okay, echt super. Und zwar, könnt ihr das erkennen hier, hier ist die Haube geöffnet. Das heißt wirklich, wenn ich das Ganze jetzt hier hochfahre, dann schleudert das wirklich durch die Haube durch und wird trotzdem oben noch abgesaugt. Also das finde ich jetzt schon mal für so eine günstige Maschine, da haben sie echt mitgedacht, das ist echt schon mal super. Hier seht ihr dann noch den Spaltkeil, den wir dann hinten drin haben. Ja, und im Endeffekt haben wir da jetzt nicht wirklich noch was zum Sagen, oder? Zum Arretieren des Sägeblatts haben wir hier, zum Wechseln haben wir hier noch einen Schalter, den wir dann hier das Sägeblatt blockiert und wir das Sägeblatt tauschen können. Ja. Ja, weil will ich das Ganze nochmal mit der teureren Säge nur ganz vergleichen. Also ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht, die Einhell, von den ersten Eindrücken hier. Und zwar haben wir jetzt hier bei der Bosch natürlich auch eine Öffnung hier zum Absaugen in dieser Haube drin. Das ist ganz klar, die teuren Maschinen haben das alle, die günstigen teilweise nicht. Ich finde den Hebel jetzt hier auf jeden Fall besser gelöst hier mit der Höhenverstellung. Der ist wirklich einfacher zu bedienen wie diese Schraube hier. Aber gut, ist jetzt immer noch nicht ein Negativkriterium der Einhell. Wir haben jetzt hier zur Winkelverstellung, das finde ich jetzt ein bisschen besser. Wir haben hier 2 Stellschrauben. Warum haben wir hier 2 Stellschrauben? Ganz einfach, wenn ich nämlich nur auf einer Seite festschraube, dann kann sein, dass die Maschine hinten einfach wackelt. Wenn ich jetzt die 45 Grad einstelle oder einen bestimmten Winkel einstelle. Ich drücke dann praktisch hier so drauf und dann, wenn die hier runter geht, dann habe ich hier keinen genauen Gradschnitt. Und das werden wir dann einfach mal probieren nachher bei der Einhell, ob wir da einen geraden 45 Grad Winkel hinbekommen. Denn ich habe nämlich hinten hier keine Verstellung. Also das heißt, ich habe hier nur eine Feststellschraube, versetzt den Winkel hier einfach. Und jetzt kann es ja dann passieren, dass genau das Problem ist hier, dass ich dann hier, ja, das war jetzt nur die Höhe, dass ich jetzt hier einfach ein bisschen rumwackel. Ein bisschen wackel ich rum hier von der Verstellerei. Seht ihr das jetzt hier, was ich meine damit? Und wenn ich jetzt hier auch noch eine Feststellschraube hätte, dann wird es hier richtig fest arretiert. Aber gut, es kann ja sein, dass es jetzt trotzdem dann vernünftig hält beim Sägen nachher. Wir gehen jetzt mal über in den Schnitttest. Ich habe jetzt hier mal einfach ganz normal günstige, billige Fichte. Da sehen wir auch dann ein bisschen die Ausrisse, wenn wir da welche haben mit dem Sägeblatt. Ich kann euch sowieso empfehlen, ein vernünftiges Sägeblatt zu nehmen und nicht dieses, möchte gern Universalsägeblatt. Denn ja, für den Preis könnt ihr jetzt nichts Teures am Sägeblatt erwarten. Aber wir werden es trotzdem jetzt einfach mit dem Sägeblatt mal probieren. Und jetzt machen wir einfach mal hier einen Standardschnitt. Und wir werden natürlich auch die Staubabsaugung probieren, ob dieser Schlitz hier drin in dieser Haube auch einen Taug hat. Wie es eigentlich auch bei allen Sägen sein sollte. So, dann wollen wir mal die Staubabsaugung noch dran machen. Jetzt mal ganz kurz erstmal starten zum ersten Mal. Hui. Okay, krass. Habt ihr das gerade gehört? Also die Maschine, die startet gleich auf volle Power. Also das ist jetzt schon mal für mich ein kleiner Minuspunkt. Ihr hört es ja gleich, die hämmert gleich richtig los. Dumm macht's und die hämmert gleich los.
Okay, also die hat jetzt nicht so ein, irgendwie, ich sage jetzt mal, so eine Art Sanftanlaut, dass man hier ein bisschen verzögert, ganz leicht anmacht. Nee, die geht gleich mit voller Power los. Na gut, okay. Aber wollen wir trotzdem mal schauen, wie sie jetzt einfach sägt. Ja, man sollte vielleicht den Staubsauger noch anmachen. Ja. Also von der Funktion, von der Absaugung muss ich echt sagen, die saugt richtig gut ab. Ich habe jetzt hier so gut wie keinen Dreck. Das ist schon mal echt ein super Pluspunkt und das hat echt mit diesem Schlitz hier einfach zu tun. Ich kann das natürlich auch mal ganz runterfahren, das Ganze. Also das heißt, das falsche Seite zu machen. Ich fahre jetzt mal ganz runter. Jetzt ist dann praktisch der Griff hier komplett im Endeffekt oben. Und dann müsst es trotzdem auch noch gut absaugen. Und das wollen wir jetzt auch gleich noch mal probieren. Das muss ich noch ein bisschen fester spannen. Gut. Also jetzt auch hier top, muss ich sagen. Von der Absaugung her bin ich echt begeistert. Jetzt vom Sägeblatt, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe selbst durch Fichte hier durch. So ab und zu mal stockt es ein bisschen und das Ding sägt nicht so wirklich richtig gut. Also, wie schon erwähnt, ich würde euch auf jeden Fall ein anderes Sägeblatt empfehlen, weil dieses günstige, das dabei ist, ja, für Brennholz reicht es vielleicht. Aber ja, ich zeige euch jetzt mal hier, wir haben jetzt schon relativ ganz schöne Ausrisse hier drin. Ich weiß nicht, kann man es jetzt erkennen hier? Wir haben relativ viele Ausrisse drin. Also da, schaut's mal. Und das jetzt hier in meiner weichen Fichte. Ich hoffe, man kann es so teilweise erkennen. Aber gut, ja, also auf jeden Fall ein anderes Sägeblatt drauf. So, ich habe jetzt die säge mal auf 45 Grad eingestellt und jetzt zeige ich euch, was ich jetzt vorhin meinte, wenn ich jetzt nicht auf beiden Seiten das Ganze arretieren kann. Arretieren, mein Gott, was ist das für ein Wort? Nein, arretieren kann. Und zwar, wenn ich den ganzen Schlitten jetzt mal festhalte und jetzt richtig festhalte, jetzt seht ihr da vorne überhaupt keine Bewegung, aber da seht ihr jetzt gar keine Bewegung. Aber wenn ich jetzt hinten so leicht drücke, dann seht ihr schon, dass es hier relativ wackelt und dass ich dann hier, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Druck ausübe, dass ich vielleicht nicht hundertprozentig einen 45-Grad-Winkel hinkriege. Jetzt, der Schlitten ist komplett fest und ich kann es hier ganz minimal um einen Millimeter, 1,5 Millimeter, 2 Millimeter, 1 Millimeter allerhöchstens bewegen und das sollte eigentlich nicht sein und deshalb ist hier hinten die zweite Feststellschraube im Endeffekt schon wichtig. Aber wir werden jetzt trotzdem mal hier diesen 45 Grad Schnitt versuchen und werden natürlich das Ganze dann auch nochmal messen, wie genau das ist. So, jetzt habe ich mal einen genormten 45 Grad Winkel. So, jetzt schauen wir mal mit der Taschenlampe auch noch dahinter, leuchten wir mal das Spaltmaß an hier. Also ihr seht es jetzt hier an der Stelle, ist echt optimaler Schnitt, ein mega guter Schnitt. Wenn ich jetzt aber ein bisschen verrutsche oder so, dann seht ihr schon, das Spaltmaß wird ein bisschen größer hier und dann wird es wieder okay. Dann ist da wieder ein bisschen da. Also das kommt immer darauf an, wie man sie führt im Endeffekt. Und vor allem, das hat auch was mit diesem zweiten Halter zu tun. Also ich muss es mal sagen, das ist absolut in Ordnung, muss ich sagen, für so ein günstiges Gerät, dass man doch so einen relativ genauen Schnittmaß hinkriegen. Schaut's mal, also das passt auf jeden Fall. Das ist alles in Ordnung. Hier, da kann ja sein, dass man ein bisschen verrutscht ist oder ein bisschen zu viel Druck ausgeübt hat und schon ist das Spaltmaß größer. Aber ich finde es jetzt echt absolut für den Preis. Man muss immer die Preis-Leistung sehen, Leute, und dafür ist es echt absolut voll in Ordnung. So, ich habe jetzt noch einen Strich hier aufgezeichnet.
hier einen schönen geraden. Da werde ich jetzt mal versuchen, mit dieser Anzeige hier, da haben wir ja dieses Ausgestanzte hier vorne drin. Und ich schätze mal, dass wir auf der linken Seite ansetzen müssen, an einem Strich, dass wir hier auch das Sägeblatt mit berechnen. Also ich schätze mal, dass es dann hier funktioniert, dass man hier lang sägt auf der linken Seite. Und ich werde es da einfach mal einen Strich Freihand nachsägen. Normalerweise macht man ja sowas mit der Schiene, aber ich werde es jetzt einfach mal Freihand probieren und mal schauen, ob wir den Strich treffen. So, jetzt habe ich euch mal hergeholt. Jetzt seht ihr schon, hier ist ein Millimeter Luft. Ich bin jetzt schon der Meinung, dass ich hier relativ gut genau getroffen habe, den Strich oder das Kästchen auf der linken Seite, damit ich diesen Strich verfolgen kann. Aber gut, jetzt sind wir mal ehrlich, normalerweise säge ich sowas mit der Schiene und mit der Schiene kann ich exakt anlegen und deshalb, ja, Freihandsägen ist ja eh nicht so sinnvoll. Aber ihr seht, dass es nicht hundertprozentig passt. Ich habe es versucht und auch nicht ganz hinbekommen. Aber gut, ihr seht jetzt hier auch die ganzen Ausrisse vom Sägeblatt hier. Hier ist es ziemlich extrem, muss ich sagen, jetzt bei diesem Schnitt hier. Aber ich habe euch ja schon gesagt, ihr braucht definitiv noch ein anderes Sägeblatt dazu. So Leute, wir könnten jetzt noch richtig weiter sägen, das bringt aber nichts. Wir haben hier das falsche Sägeblatt drauf, wir brauchen da wirklich ein besseres Sägeblatt, denn es ist eigentlich bei den meisten Maschinen einfach so, was will man erwarten für so einen Preis, dass die da ein richtig teures, mega krasses Sägeblatt mit sich schicken? Nee, ist natürlich nicht so. Deshalb würde ich euch empfehlen, hier noch 2 andere Sägeblätter, vernünftige Bosch Expert zum Beispiel, verkaufen, Längsschnitt, Querschnitt und dann passt die Geschichte. Dann könntest du auch mit einer günstigen, relativ gute Schnitte machen. Aber mit dem hier, ich sage jetzt persönlich aus meiner Meinung nach, das ist einfach nur für Brennholz gedacht und dann ist es gut. Dieses Sägeblatt natürlich drauf. Kommen wir mal zu den positiven Sachen der Maschine. Also ich bin jetzt echt positiv überrascht von diesen Griffen hier. Die sind richtig ergonomisch geformt und rutschhemmend und nicht scharf irgendwo. Man sieht es bei anderen günstigen Maschinen, dass so Plastik schlecht geschnitten, schlecht gespritzt, was auch immer. Das haben wir hier gar nicht. Absolut sicheren Halt haben wir hier. Das finde ich positiv an der Maschine. Das zweite Positive finde ich dran, die Staubabsaugung. Leute, ganz ehrlich, also wenn ihr irgendwelche anderen Maschinen anschaut oder so, achtet auf diesen Schlitz hier unten in dieser Haube drin, dass da einer drin ist. Denn wenn es nämlich ganz oben ist, wenn die Haube geschlossen wäre, dann saugt es nicht mehr ab. Das haben wir hier nicht der Fall und ich muss sagen, die hat richtig, richtig gut abgesaugt. Da bin ich echt überrascht davon und ich muss sogar ein bisschen zugeben, die hat sogar ein bisschen besser abgesaugt wie meine Bosch Professional. Denn da habe ich nämlich nur einen kleineren Schlitz drin. Die saugt auch gut ab, aber die echt noch besser. Wow, also da großer Pluspunkt. Jetzt kommen wir zu den Minuspunkten. Leute, ja, die 45 Grad Winkel finde ich jetzt nicht so angenehm einzustellen. Das ist okay, es funktioniert, aber ich habe es selber gesehen, wenn ich dann einen geraden Schnitt mache, es kann mal passieren, dass man hier ein bisschen rumkippelt oder was auch immer. Und das kann natürlich dadurch passieren, dass ich hier nur eine Einstellmöglichkeit habe, hier vorne und hinten nicht arretieren kann. Das habe ich hier auf beiden Seiten, kann ich hier arretieren und das Ganze feststellen und somit kann nichts mehr verwackeln. Ist jetzt hier nicht der Fall. Also im Endeffekt könnte man das Gleiche da nochmal drüben hinmachen und ja, dann wäre das Problem gelöst. Aber man kann halt trotzdem in 45 Grad Winkel sägen, alles gut. Die Genauigkeit hier in der Mitte zum Treffen hier, das haben wir ja gerade gehabt. Ja, es könnte auch ein bisschen besser sein, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich dann wirklich säge. Ich habe jetzt mal die Mitte genommen und ich habe dann wahrscheinlich auch die Mitte getroffen. Alles gut, ist auch jetzt nicht so schlimm, aber ist natürlich jetzt hier bei der natürlich besser. Aber man muss immer diesen Preisvergleich sehen, Preis-Leistung sehen. Die Maschine liegt bei zwischen 50 und 60 Euro. Hey, absolut in Ordnung. Ein weiterer großer Minuspunkt, was ich jetzt ein bisschen finde persönlich, ist der Start der Maschine. Ich bin jetzt vorhin ein bisschen erschrocken. Ich habe die ja, gestartet und da hat es erstmal tschuck und das geht mit voller Power, geht die gleich los. Das gefällt mir nicht, das hört es gleich nochmal, das macht richtig einen Schlag. Okay, und ich habe hier keine Bremse drin, ich muss warten, bis das Sägeblatt aufhört. Bei der teuren Maschine ist klar, schaut mal, ich habe hier noch so eine Viertelsekunde ist es nur, so eine Sanftanlauf.
Und ich habe auch noch eine Motorbremse mit drin. Ist natürlich auch noch ein Riesenvorteil, aber das kann man natürlich jetzt für den Preis jetzt nicht wirklich erwarten. Alles gut. So, okay. Ein weiterer Punkt ist, was mir nicht so ganz gut gefällt. Ihr seht diesen Unterschied dieser Platte. Ich habe jetzt hier eine vernünftige, wirklich schöne Aluplatte hier unten dran, die auch sehr breit ist. Und ihr seht jetzt den Unterschied dazu. Ich habe hier eine relativ schmale Auflagefläche. Gut. Finde ich jetzt hier angenehmer persönlich, weil ich jetzt hier ein bisschen weniger kippel oder zum Kippeln neige. Und da habe ich jetzt hier halt das Problem, wenn ich jetzt also Freihand arbeite, ohne Schiene, dann kann es sein, dass ich ganz leicht so ein bisschen zum Kippeln komme. Aber gut, alles noch in Ordnung. Man muss immer die Preis-Leistung sehen. Wer natürlich jetzt viel ausgeben will, der hat natürlich dann auch schon diese Features drin, die diese ganze Maschine nicht hat. Aber man muss immer diesen Preisvergleich einfach sehen. Leute, ich habe hier noch ein ganz cooles Gadget. Dieses Gadget ist für die Handkreissäge gedacht. Das möchte ich euch gar nicht verraten oder zeigen, wie es funktioniert, denn ich habe darüber schon mal ein Video gemacht. Und das werde ich euch natürlich auch noch hier oben verlinken. Könnt ihr euch gerne noch mal anschauen. Ich finde es ein cooles Gadget, wenn man jetzt hier mit der Akku-Handkreissäge unterwegs ist und hier dieses Teil hier mitnehmen kann. Schaut es euch einfach an. Könnt und vielleicht viele brauchen. So Leute, ich würde sagen, euch hat hoffentlich dieser kleine Mini-Test, dieser Einhell, dem ihr gar nicht gehört. Vielen Dank Jürgen für das Leihgerät hier im Endeffekt. Ich bringe es dir gleich nachher zurück, dann kannst du da hier schön sägen damit. Ich hoffe, euch hat es gefallen und lasst doch einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz, unterstützt den Kanal dadurch und ich würde sagen, bis demnächst. Servus aus dem Allgäu.